Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute habe ich für euch das erste weihnachtliche Gebäck mitgebracht. Und zwar ein Rezept vom Christstollen. Und warum ihr den jetzt schon seht, das verrate ich euch gleich. Die Historie des Christstollens ist schon sehr alt. Sie geht tatsächlich aufs Spätmittelalter zurück. Und zwar gibt es erste Berichte so um 1329 bis 1330 aus Naumberg, die den Christstollen erwähnen. Aber wirklich bekannt wurde er dann erst im Jahr 1474 im Bartholomäus-Hospital. Und dort bestand er aus Mehl, Wasser und Hefe und war eine Fastenspeise. Ja, im 15. Jahrhundert wurde die Butter sehr stark rationalisiert, gerade auch in der Zeit der Fastenzeit. Also konnte man nicht einfach Butter irgendwo einsetzen, deshalb kämpfte man dafür, das zu ändern. Und das geschah dann 1490 und 1491 durch eine päpstliche Vermittlung mit dem sogenannten Butterbrief. Und seitdem wird der Stollen halt moderne hergestellt. Christstollen ist Kult. 1730 wurde für Augustus den Starken, meine ich, hieß er, tatsächlich ein Riesenfest gefeiert und dort hatte man tonnenweise Stollen verteilt. Und seitdem ist dieser Stollen mega berühmt. So dass man seit 2010 in Dresden ein sogenanntes Stollenfest feiert. Also der Begriff Dresdner Stollen, der ist geschützt. Das heißt, wir werden unseren Stollen heute nicht Dresdner Stollen nennen dürfen, denn ich wohne nicht in Dresden und habe auch nicht ich weiß nicht, was man alles dafür braucht. Aber irgendeinen Quatsch wird es da schon geben. Dementsprechend ist es vielleicht ein Stollen Dresdner Art. Jedenfalls ist es ein sehr leckerer Stollen. Vielleicht noch ein Punkt zum Puderzucker. Der hat nämlich einen Symbolcharakter und symbolisiert die Windeln. Genau. Vielleicht noch ganz wichtig, Stollen muss reifen. Deshalb jetzt die Auflösung, kommt das Video schon heute. Denn ein guter Stollen, der ist mehrere Wochen gelagert. 2, 3, 4 Wochen. Das heißt, wenn ihr das Video seht, habe ich den Stollen bereits lagern lassen. Und wir werden natürlich den abgelagerten Stollen verkosten. Und dann schauen wir mal, wie der schmeckt. Wenn der super wird, habt ihr genügend Zeit, bis Weihnachten euren eigenen Stollen noch nachzubacken. Jetzt gehen wir in die Küche und schauen uns die Zutaten des Christstollens Dresdner Art oder nennen wir ihn einfach Christstollen an. Los geht's. Kommen wir zu den Zutaten für den Christstollen und ihr seht schon, die sind super umfangreich. Ich hoffe, ich kriege die aus dem Kopf tatsächlich richtig erzählt. Falls nicht, kein Problem. Ich verlinke euch ja das Rezept unten in der Beschreibung. Also wir fangen mal an. Also wir haben 600 Gramm Weizenmehl, dann haben wir 12 Gramm Bittermandel. Achtet da bitte drauf, die werden in Blausäure umgewandelt. Die müssen unbedingt gebacken werden, sonst sind die hochgiftig. Dann haben wir Zitronat und Orangat und ich meine, das sind irgendwas mit 120 Gramm pro Zutat. Dann haben wir 460 Gramm Sultaninen, etwas Rum zum Einlegen. Zu den Gewürzen kommen wir gleich. Wir brauchen ein Paket Butter, etwas Butterschmalz, dann 70 Gramm Hefe, den Abrieb einer Zitrone, 110 Gramm Mandeln, eine Vanilleschote, dann 95 Gramm Zucker. Ich werde tatsächlich den Honig unserer Bienen nehmen. 170 Milliliter Milch. Marzipan, der ist nicht im Originalrezept drin, aber ich finde Marzipan einfach mega geil im Stollen, deshalb kommt der da unbedingt mit dran. Und 7 Gramm Salz plus Christstollengewürz. Ihr könnt natürlich auch die Gewürze, die da drin sind, da ist Muskat und Zimt und so ein Kram drin, könnt ihr natürlich auch einzeln zusammenstellen. Ich wollte es mir ein bisschen einfacher machen und habe einfach eine fertige Mischung aus diesen Gewürzen besorgt. Genau, das war's. Das heißt, wir legen jetzt die Sultaninen ein, also die Rosinen. Und dann fangen wir an, den Teig zusammenzustellen. Wir müssen mal gucken, wie lange das dauert. Ich denke mal, da werden wir noch ein paar Stunden warten müssen mit. Vielleicht machen wir es auch erst morgen. Und dann machen wir den Teig fertig. Gehen wir es an. Gibt viel Arbeit. So, ich habe jetzt die Zutaten soweit schon mal hier reingemacht. Ich baue mir jetzt in der Mitte für die Hefe so ein kleines Nest in Anführungsstrichen. Vielleicht wichtig, die Bittermandel, die muss gemahlen werden. Das habe ich im Mörser gemacht. Und die Zitrone braucht natürlich den Abrieb der Zitronenschale. Das ist auch soweit fertig. So, wir machen uns jetzt hier eine kleine Kuhle. Und dann werden wir dort die Hefe reinbröckeln. Das machen wir auch gleich. Und werden dann die lauwarme Milch hinzufügen. Und dann muss die Hefe erstmal im Backofen gehen. Ich würde mal sagen, ja, 20 Minuten, 35 Grad mit lauwarmer Milch. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Und dann bringen wir den Teig zusammen. Dann packe ich die Butter auch noch mit rein. Und
das Butterschmalz für den Geschmack. Und dann denke ich mal, können wir den Teig soweit fertig formen. Wie gesagt, es sind ungefähr 1,5 Würfel Hefe, die wir brauchen. Und verteilen wir jetzt ein bisschen und füttern sie mit lauwarmer Milch an. So, jetzt kommt die lauwarme Milch dazu. Und jetzt müssen wir die Hefe hier drin ein bisschen auflösen. Das ist ein kleines Gematsche. Aber wer patscht nicht gerne rum? Erinnert einen an die Jugend. Ans Kindsein, wie man noch im Sandkasten gespielt hat. So, okay. Das lösen wir jetzt hier drin auf. Und dann stellen wir das mit diesem Vorzeig. Und der kann ruhig so ein kleines bisschen dicker sein. Der muss jetzt nicht ganz flüssig sein, sondern klaut euch da so ein bisschen Mehl und etwas von dem Zucker oder von dem Honig zum Anfüttern. Das geht aber auch so. Und dann, wenn das jetzt schön vermischt ist und einigermaßen aufgelöst ist, kommt das in den Backofen, 35 Grad, wie gesagt 10-20 Minuten. Und danach kneten wir den Teig soweit. Fertig. Gut, das reicht. Los geht's, ab in den Backofen. Gut, also wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten, 30 Minuten um. Und ihr seht, die Hefe, sie blubbert so ein bisschen und sie ist ordentlich aufgegangen. Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe die Butter jetzt schon mal ein bisschen weich gemacht und geschmolzen. Die verteilen wir jetzt hier drüben. Und dann müssen wir aus diesem Blub, weg ist er. Und dann müssen wir tatsächlich aus diesem riesen Teig Zutaten einen vernünftigen Teig kneten. Das spule ich ein bisschen vor, denn das müsst ihr euch ja nicht antun. So, los geht's. Das hätten wir geschafft. Dieser Teig, der ist jetzt natürlich super schwer aufgrund der ganzen Zutaten. Mandel, das Orangat, das Zitronat. Deshalb muss der deutlich länger gehen als jetzt, ich sag mal, ein Teig für ein Brot. Und zwar sagt das Rezept 90 Minuten. Wir werden mal gucken, ob wir mit den 90 Minuten auskommen. Wenn das länger dauert, dann dauert das halt länger. Hauptsache es ist genug Zeit für die Hefe zu reifen und den Teig so ein bisschen zu durchströmen und zu durchwachsen. Deshalb ab in den Ofen zurück damit und wir sehen uns in circa 1,5 Stunden wieder. Gut, dann in dem Originalrezept war jetzt kein Marzipan drin, ne? Aber ich finde das mega geil, wenn in den Christstollen Marzipan drin ist. Deshalb habe ich hier mal so direkt mal 2 Pakete geholt. Ob das zu viel ist, weiß ich nicht. Die müssen wir auch irgendwie in Form bringen, weil die müssen ja noch in den Teig eingearbeitet werden als dünne Lage. Und ich sag mal, ich werde so einen länglichen Teig, so einen länglichen Stollen draus machen. Das heißt, wir werden hier irgendwie so eine Schicht Marzipan noch, Pi mal Auge, damit reinbringen müssen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich denke, das könnte schon ganz geil werden. So. Gut, dann haben wir jetzt hier den Teig. Den müssen wir jetzt irgendwie, ich sag mal, den müssen wir aufklappen. Ich hole mir, glaube ich, mal ein Messer und schneiden wir den mal in der Mitte auf, weil irgendwie muss ja ein Stollen draus werden. So, ich nehme mir den jetzt mal. Ja, der sieht schon cool aus, Leute. Ich hoffe, dass der zusammen bleibt. Und dann schneide ich den jetzt einfach mal auf. Ob das funktioniert, ihr wisst ja, wir probieren hier alles aus. Wenn ihr bessere Ideen habt, ja, klappt nur so semi. Aber so zum Aufmachen geht das irgendwie. Und dann legen wir jetzt in den Teig den Marzipan mit rein. Klappen den ganzen Kram wieder zu. Und dann müssen wir jetzt irgendeinen Stollen daraus formen. Einen länglichen. Das wird ein Riesenstollen. Und am besten machen wir den auch gleich auf ein Backblech. Okay, ich habe den jetzt mal auf das Backpapier gebracht und geformt. Ey, schaut mal, wie riesig das geworden ist. Haben wir jemand ein Stückchen nach oben, bitte? Guck mal, das ganze Backblech ist quasi voll. Ich habe den jetzt diagonal drauf gelegt. Der geht ja noch auf. Also da bin ich mal gespannt, wie riesig der wird. Wahrscheinlich kann man aus dem Ding tatsächlich 2 Stollen machen. Aber der wird ja nicht schlecht. Ihr wisst ja, der muss 4 Wochen reifen. Das heißt, den werden wir auf jeden Fall gegessen bekommen. Je nachdem, wie groß der wird, würde ich dem das nächste Mal tatsächlich halbieren und nur die Hälfte machen.
Gut, dann kommt er jetzt in den Backofen. Das Rezept sagt 160 Grad. Da müssen wir natürlich jetzt gucken bei der Größe, ob das, also 180 Grad, Ober-Unterluft, 60 Minuten. Da müssen wir jetzt mal gucken bei der Größe, ob das wirklich ausreichend ist oder ob der nach einer Stunde tatsächlich noch was braucht. Das werden wir dann sehen, aber der geht ab. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. Gut, also das Rezept sagt, nimm den Stollen, bestreiche ihn mit Butter und stäube ihn und rolle ihn in Zucker. Ich habe den Zucker hier und die Butter hier. Ich habe den gerade versucht hochzunehmen, das funktioniert nicht. Der ist so frisch, wenn ich den jetzt anfasse und versuche zu rollen, dann wird der mir tatsächlich komplett zerreißen. Deshalb werden wir die Butter da irgendwie so auf diesen Stollen draufpacken und werden ihn dann, ich mache das jetzt mit den Fingern, das ist mir jetzt egal, und werden ihn dann tatsächlich mit viel Zucker bestreuen. Das sollte eigentlich genauso gut funktionieren, denke ich, Leute. Aber das Rezept, wie es da steht, das funktioniert einfach nicht. Also ich kann den nicht hochheben. Wenn ich das jetzt mache, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann reißt der mir kaputt. Also sind wir ein bisschen hier mit der Butter ein bisschen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, jetzt haben wir da die Butter drauf. Ich hoffe, das reicht. Und dann werden wir den schön mit Zucker bestreuen. Und dann, wenn der kalt ist, dann werden wir ihn dick mit Puderzucker tatsächlich dann nochmal, Entschuldigung, Ami, dann werden wir mit Puderzucker tatsächlich nochmal dick einkleistern. Oh, habt ihr gesehen? Das passiert halt. Das war die Idee hier. Roll ihn mal, das geht natürlich kaputt. So, da stand, man soll ihn dick mit Zucker bestreuen. Das machen wir jetzt natürlich auch und lassen ihn dann kalt werden. Die Rückseite kann ich jetzt natürlich nicht bestreuen. Das geht nicht. Und dann kommt der Puderzucker drauf. Ich glaube, das lassen wir jetzt so. Und wenn der kalt ist, dann werden wir ihn schön mit Puderzucker bestreuen. Vielleicht können wir den auch auf der Rückseite dann bestreuen. Und dann lassen wir ihn reifen und werden ihn probieren. Also der Stollen, der ist jetzt kalt geworden. Und wir werden ihn jetzt ganz dick mit Puderzucker einstreuen. Ich habe den eben schon mal angefasst. Der war gestern noch zu weich, wie wir den versucht haben zu drehen. Da ist ja halt so ein ganz kleiner Bruch entstanden. Und ich will ihn jetzt nicht, dass der mir auseinanderfällt. Deshalb lassen wir den so, wie er ist und streuen ihn einfach mit Puderzucker ein. Und dann werden wir ihn, ich glaube, ich werde ihn nicht wochenlang jetzt liegen lassen. Ich werde ihn jetzt schon mal probieren. Das wäre mir jetzt tatsächlich wichtig. Und dann schauen wir mal, wie das gute Teil so schmeckt. Aber er sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Und der fühlt sich auch sehr gut an. Also ich glaube, da haben wir was richtig Gutes gemacht. Was wir vielleicht mal versuchen könnten, ist, ob wir den einfach auf so ein Bett drauflegen von Puderzucker. Aber ihr seht ja, wenn ich ihn jetzt hier anfasse, dass der hier in der Mitte tatsächlich so einen kleinen Riss bildet. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt gut bewegt bekomme. So. Nicht so toll, aber dann legen wir den einfach hier drauf und dann klebt sich unten ein bisschen Puderzucker an. Muss ja nicht so viel sein, ist ja nur, dass er schön trocken ist. Gut. Hey, das hätten wir. Dann würde ich sagen, wir schneiden den heute Mittag zum Kaffee an. Probieren mal, wie gut er schmeckt. Das war's. Sieht geil aus, Leute. Viel Spaß beim Nachbacken. Dann schneiden wir den Stollen jetzt mal an. Oh, ich bin schon so aufgeregt, wie der aussieht, ne, Leute? Und vor allem dann, wie er schmeckt. So. Jetzt nehmen wir ihn mal hoch und gucken mal. Oh, guckt euch den mal an, ey. Ist der nicht geil? Am besten, Ami, macht direkt mal ein Foto. So, dann schneiden wir uns mal so ein richtig schönes Stück runter. Zum Probieren. Viel hilft ja viel, das wisst ihr ja, ne? Oh, super, echt, Leute. So. Legen wir den mal hier auf den Teller. Und wir werden das gute Stück jetzt gleich probieren. Perfekt. Probieren wir mal den Christstollen Dresdner Art, wie der geworden ist. Ihr habt die Bilder ja schon gesehen. Also er sieht fantastisch aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er schmeckt. Ich breche mir mal hier so ein Stück ab ohne Marzipan.
Boah, der ist richtig gut geworden. Die Aromen, ne? Nicht zu vergleichen wie aus dem Laden. Mega. Ich nehme jetzt noch mal ein Stück mit Marzipan. Geil. Geil. Also Leute, ich mach's kurz. Das ist super. Der Christstollen ist wirklich super geworden. Macht den nach. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wer noch nicht abonniert hat und Bock darauf hat, weiteren Content zu sehen, abonniert einfach kurz noch den Kanal. Und dann gebt euch in die Küche und backt diesen Stollen nach. Der ist jetzt noch nicht gereift. Ja? Wenn er jetzt noch 3-4 Wochen liegt, wird das der Burner, versprochen. Alles klar, ich mache Schluss. Ich muss das Stück Kuchen vernichten oder den Christstollen vernichten. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt dabei. Bis dann. Ciao.